Eine Frage noch vorab. Die Wohnung ist doch für ein Paar geeignet. Ich kann ja trotzdem mal. Nee, Was läuft denn hier? nichts. Ist sie da drin? Was macht ihr da? Ich will da jetzt rein. Der Abbruch war eher eine Kurzschlussreaktion. Aber inzwischen sehe ich das Kind als Chance. Es wird meinen Freund und mich zusammenschweißen. Für immer. Weißt du eigentlich, wie niedlich du bist, wenn du eifersüchtig bist? Au! Das kannst du ruhig zugeben. Es muss dir nicht peinlich sein. Ich gebe überhaupt nichts zu, nur weil du hier was zu verbergen hast. Hör endlich auf mit dem Theater. Ich will mein Buch. Was für ein Buch? Mein Biobuch über die menschliche Anatomie. Warum willst du das überhaupt wissen? Damit ich's holen kann. Du wirst doch wohl verstehen, dass mein Modell besonderen Wert auf die Intimsphäre legt. Oh, also doch! Wie gut, dass du nicht eifersüchtig bist. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich gegen einen Abbruch entschieden haben. Man spürt dann ja doch werdendes Leben in sich. Und so ein Baby ist ein tolles Geschenk für eine Frau. Wie gesagt, außerdem hoffe ich ein bisschen, dass es meinen Freund und mich wieder näher zusammenbringt. Halt, nicht so schnell. Wir müssen Sie noch untersuchen. Wieso das denn? Na, immerhin haben Sie über Unterleibsschmerzen geklagt. Stimmt ja. Aber es besteht auch keine Gefahr für das Baby, oder? Das kann ich Ihnen nach der Untersuchung sagen. Außerdem muss ich Ihnen ja noch den Mutterpass ausstellen. Mutterpass. Ja. Frau von Anstetten, kommen Sie? Ich finde hier kein Buch über menschliche Anatomie. Dann guck noch mal richtig nach. Ja. Wobei ich nicht gesagt habe, dass es hier nichts in Sachen menschliche Anatomie zu sehen gibt. Mann, ich meine das Buch. Jetzt guck vernünftig nach. Willst du meine Zeichnung gar nicht sehen? Hm? Ich lass mich doch nicht verarschen. Weiser Entschluss. Du? Ja, so wie Gott mich schuf, zumindest fast. Die Kommilitonin musste dann doch irgendwann gehen. Ihr wurde es dann ein bisschen zu heiß. Im Zimmer, meine ich. Und dann musste ich ran. Ja. Du bist also völlig grundlos eifersüchtig gewesen. Ich war überhaupt nicht eifersüchtig. Nein. Hier, willst du mal sehen? Habe ich ihn gut getroffen? Ja? Und wie hast du gesagt, es geht hier gar nicht um die Person, es geht um Kunst. Schönen Abend noch. Dir auch. Hoppla. Sag mal, Jana, kannst du mir einen Gefallen tun und Silke ausrichten, dass ich noch mal in die Holding musste? Ich krieg sie leider auf dem Handy nicht, bitte. Tut mir leid, ich habe schon Feierabend, aber frag doch Cecile. Tschüss. Tschüss. Hallo, Cecile. Könntest du mir vielleicht einen Falls du Gefallen... glaubst, ich spiele euren Liebesboten, erwartest du etwas viel. Und dann eben nicht. Häng deiner Freundin doch einfach einen Zettel an die Tür. So, und jetzt entschuldige mich, ich habe zu tun. Da bist du ja. Sorry, dass ich zu spät komme, aber in der Notaufnahme war die Hölle los. Das kenne ich doch noch. Aber jetzt haben wir den ganzen Abend. Entschuldige, ich muss leider noch mal weg. Vater will mit mir und Carla noch was Dringendes Geschäftliches besprechen. Aber danach komme ich auf direktem Weg zu dir, versprochen. Kannst du über Nacht bleiben? Ich habe morgen Spätdienst und dann können wir endlich mal richtig lange frühstücken. Klingt verlockend. So, deine kleine Liebesbotschaft, die kann ich dann wohl wegschmeißen. Tu dir keinen Zwang an. Ich beeile mich. Bis später. Ciao. Dankeschön, Frau Kepler. Guten Abend. Guten Abend. Wenn Sie das Land verlassen wollen, ist das die falsche Richtung. Wieso sollte ich? Vielleicht ist es Ihnen ja lieber, Bernds Freispruch morgen aus sicherer Entfernung zu hören. Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Ansgar und sie hatten bis vor kurzem riesigen Spaß an dem Prozess. Jetzt anscheinend nicht mehr. Hängt das mit der Aussage von Frau Jones zusammen? Mir liegt genauso viel daran wie Ihnen, dass der Mordfall Rush aufgeklärt wird. Tatsächlich. Dann wollen wir hoffen, dass der Täter bald gefunden wird. Oder die Täterin. Das hoffe ich auch. Den Trick kenne ich auch. Kannst du mir verraten, was du da machst? Wie ich sehe, hast du auch ein Schweizer Nummernkonto. Was interessiert dich das? Brauchst du Geld? Nein, weißt du, ich wollte mir was zu lesen ausleihen. Sicher. Ja. Es war so langweilig ohne dich. Was machst du überhaupt schon hier? Warum bist du nicht mehr in deiner Privatklinik? Ich muss doch nicht operiert werden. Man kann die Blinddarmreizung mit Antibiotika heilen. Oh, na, wie schön für dich. Vielleicht solltest du dich erst mal ein bisschen ausruhen. Ansgar, du bist immer so fürsorglich. Ach, Schatz, so bin ich eben. Was hat der Kerl vor? Ihr müsst mich entschuldigen, aber ich habe Silke versprochen, dass der Rest des Abends ihr gehört. Na, dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Ist dir auch schon aufgefallen, wie rar sich dein Bruder macht, seit Silke nach Düsseldorf gezogen ist? Allerdings. Aber das kann man zwei glücklich Verliebten natürlich nicht übel nehmen. Willst du Silke nicht mal wieder mit nach Königsbrunn bringen? Gegenvorschlag. Warum kommst du nicht einfach morgen zum Frühstück vorbei? Du kennst Silkes Wohnung noch nicht und ich bin mir sicher, sie wird sich riesig freuen, dich mal wiederzusehen. Ach du, ich weiß nicht, also... Ist es wegen Cecile? Weil sie in der Kneipe arbeitet. Hör zu, du musst Cecile nicht treffen, wenn du nicht magst. Die Wohnungen haben einen separaten Eingang. Ja, also dann. Ich freue mich. Ich fahr doch lieber nach Hause. Ich möchte morgen gern fit sein für die Urteilsverkündung. Ja, natürlich. Geht ruhig schon vor, ich muss noch mit Ansgar telefonieren. Okay. Du musst sie also nicht sehen, wenn du nicht willst. Spitzenvorstellung. Man könnte fast vergessen, dass du Vaters Ehe zerstört hast. Ich will nur, dass er drüber wegkommt. Du willst so dein Gewissen beruhigen. Das ist nicht wahr. Sie hat ein Schweizer Nummernkonto. Ich könnte wetten, dass darauf genau die Summe ist, die ich Rush zurückgegeben habe. Wenn das stimmt, dann leben wir mit einer Mörderin unter einem Dach. Ja, ich werde dafür sorgen, dass sie auszieht. Gut. Wir reden später noch. Karl erwartet. Oh, so spät noch unterwegs? Ich wollte frische Luft schnappen. Ja, dann pass auf, dass du dich im Park nicht verläufst. Ach, ich wollte mich nachher noch mit Gregor treffen. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Freut sich bestimmt. Ansgar, spar dir doch das Gesäusel. Ich weiß ganz genau, dass dein lieber Herr Vater mir den Mord in die Schuhe schieben will. Nein, Tanja, ich weiß gar nicht, wie du auf sowas kommst. Mach dich nicht lächerlich. Hey, hast du vergessen, dass ich auf deiner Seite stehe? Hast du dir gerade vorgestellt, das bin ich? Wie kommst du denn da drauf? Hör zu. Es war gemein von mir, dich wegen deiner Eifersucht so aufzuziehen. Ich bin nicht eifersüchtig. Schade eigentlich. Weil mir hat der Gedanke ganz gut gefallen. Das zeigt ja nur, dass ich dir nicht egal bin. Andererseits finde ich es natürlich toll, dass du mit Schrott arbeitest, weil ich würde wahrscheinlich ausrasten, wenn du stundenlang nackte Männer angucken und zeichnen würdest. Ja, das bringt mich allerdings auf eine Idee. Untersteh dich. Ach, aber du darfst das? Ich will das ja nicht, aber ich muss. Wenn ich nicht gleich wieder von der Kunsthochschule fliegen will. Aber du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Weil ich liebe nur dich. Nur dich.
Nur dich. Das will ich auch hoffen. Das war ein ganz schönes Scheißgefühl. Ja. Ich muss jetzt los. Die Zeichnungen abgeben. Aber danach habe ich Zeit. Und zwar nur für dich. Treffen wir uns dann im No Limits? Wenn es dir nicht lieber ist, irgendwelche Aktmodelle anzugaffen? Ich will sowieso nur dich zeichnen. Und am liebsten nackt. Typisch, Mann. Du denkst auch nur an das eine. Solange ich dabei nur an die eine denke. Das will ich dir auch geraten haben. Ja. Liebe dich. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur etwas überrascht. Sie sind früh dran. Setzen Sie sich. Ja, ich wollte mich nur erkundigen, wie es Ihnen geht. Danke. Ich fühle mich schon wesentlich besser. Gerade in den ersten Monaten sollte. Oh, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Mein Bruder haben Sie doch nicht zufällig mitgebracht, oder? Nein, ich bin beruflich hier. Frau Voss wollte sich nach meinem Blinddarm erkundigen. Immerhin hat sie mich an die Privatklinik weiterempfohlen. Ja, ich bin ihr wirklich dankbar. Woanders wäre ich bestimmt unter das Messer gekommen. Ja, na, dann will ich nicht weiter stören. Blinddarm. Ich habe den passenden Zeitpunkt noch nicht gefunden. Hier ist ständig was los. Die Scheidung seines Vaters, der Mordprozess gegen seinen Schwager. Ich möchte einfach einen besseren Zeitpunkt finden, ihm zu sagen, dass er Vater wird, wenn er sich erfreuen kann. Wie Sie meinen. Ich komme schon klar. Außerdem kann ich es ja sowieso nicht mehr lang verbergen. Sie verraten mich doch nicht. Nein, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber warten Sie nicht zu lange. Gerade jetzt brauchen Sie einen fürsorglichen Partner. Und eigentlich sollte Ansgar auf Sie Rücksicht nehmen und nicht umgekehrt. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber Sie sollten Ihre Beschwerden ernst nehmen. Stress und Hektik sind Gift für Sie und Ihr Baby. Sie wollen noch nichts riskieren. Nein, bestimmt nicht. Jana, machst du mir noch 3 Latte Macchiato, ein Cappuccino und einen frisch gepressten O-Saft? Und da ist ja der Künstler. Hi, Andi. Machst du mir einen Kaffee? Schwarz? Und? Bist du in der Zeichnung angekommen? Sehr gut. Das ist ja gar kein Wunder bei dem Modell. Oh, Angeber, Mann. Andi, bevor ich es vergesse, hier, du hast Post von der Hochschule. Was ist das denn? Wir bekommen einen neuen Mitbewohner. Wie? Ein Austauschstudent. Ich habe mich eintragen lassen als Gastgeber. Du quartierst da irgendeinen Künstlerheim hier ein und sagst uns vorher nicht mal Bescheid? Habe ich vergessen. Wieso willst du überhaupt einen bei uns aufnehmen? Weil man damit seine Chancen verbessert, selber einen Auslandsplatz zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, wir haben genug Platz. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, dann... Was ist denn das überhaupt für einer? Aus Italien. Oh, vielleicht ist es ja ein Gondoliere. Eher eine Gondoliera. Hä? Ja, das ist eine Frau. Luca Caminci. Der ist Luca wie diese Luca Kaiser. Also wenn diese Luca genauso gut aussieht wie Luca, das Aktmodell. Ja. Tja. Das dürfte wohl schwierig sein, das Nico zu erklären. Guten Morgen, Leonhard. Ihr wisst wirklich, wie man Gäste verwöhnt. Eine Frühstückseinladung mit Abholservice. Danke. Du warst noch in Königsbrunn? Ich war sowieso in der Gegend. Setz dich doch, bitte. Du bist ja schon ganz der Hausherr. Tja. Darf er das? Nur wenn Besuch da ist. Weißt du jetzt, warum ich jede freie Minute in der Holding bin? Absolut. Hübsch haben Sie es hier. Ach, was ich noch sagen wollte. Wollen wir nicht dieses Sitzen lassen? Ich bin Johannes. Gerne. Du hast wirklich Geschmack, Silke. Wäre ich sonst mit deinem Sohn zusammen? Tanja, ich war gestern nicht ganz ehrlich zu dir. Nein, wer hätte das denn gedacht? Es ist tatsächlich so, dass mein Vater dir misstraut. Ich habe auch keine Ahnung, wie er auf die Idee kommt, dass du Rush umgebracht haben könntest. Aber wir können es nicht so ohne weiteres ignorieren.
Was schlägst du vor? Hör zu, Tanja. Ich bin auf deiner Seite. Aber seit die Jones für Beinbach ausgesagt hat, macht mir mein Alter die Hölle heiß. Erwartest du, dass ich dich bemitleide? Jetzt komm schon, Tanja. Wir müssen jetzt vernünftig sein. Wir haben doch immer noch einen Deal. Natürlich. Du hilfst mir zurück auf den Thron, ich hol dich in die Familie. Diese Vereinbarung war doch bisher für uns beide von Vorteil und das soll doch auch so bleiben. Das bedeutet auch, dass man manchmal über Bande spielen muss. Komm auf den Punkt. Also kurz und gut. Ich halte es für besser, wenn du vorübergehend aus dem Schloss ausziehst. Seid ihr denn oft in diesem Lokal? Ja, ist auch ganz praktisch. Besonders, wenn man was vergessen hat. Trefft ihr da auch Cecile? Ich meine, gelegentlich. Gelegentlich. Apropos vergessen. Wir haben ja gar nichts zum Anstoßen. Ich gehe mal kurz runter und besorge uns eine Flasche Prosecco. Alles klar. Jetzt habe ich Silke mit meiner dummen Frage vertrieben. Ach, Unsinn. Sie hat wahrscheinlich nur gemerkt, wie sehr du noch unter der Trennung leidest. Und da wollte sie uns ein paar Minuten zum Reden geben. Sie ist wirklich eine ganz wunderbare Frau. Ach, ich hätte überhaupt nicht damit anfangen sollen. Aber du und Cecilia hattet doch mal ein gutes Verhältnis und... Ja, und da dachte ich, du weißt vielleicht. Also versteh mich bitte nicht falsch, Oh mein Gott, ist das peinlich. Schließlich gab es in Cecils Leben mal einen anderen Mann. Weißt du vielleicht, ob der sich mal wieder gemeldet hat? Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Seit ihr die Scheidung eingereicht habt, haben wir nur noch wenig Kontakt. Und ich glaube, Cecile respektiert einfach, dass ich dein Sohn bin. Naja, so wird das wohl sein. Andi ist ja mit Nico direkt abgehauen. Wahrscheinlich wollte er sich eure Bemerkungen ersparen, wenn er ihr von unserer neuen Untermieterin erzählt. Ja, da kriegt er aber noch ein paar Tage von mir zu hören. Der fragt uns nicht mal, ob wir einverstanden sind. Der soll immer nach Hause kommen. Ja. Was kann ich für dich tun? Eine Flasche Prosecco, bitte. Zum Mitnehmen. Da wendest du dich am besten an Jana. Weißt du vielleicht, welche Marke Leo am liebsten trinkt? Nein, wieso? Wir haben hier eh nur eine Sorte Prosecco. Und was sagen die anderen dazu, dass du jetzt hier einen Italiener anschaust? Wir waren schon ganz schön überrascht, aber wenn sie jetzt mal da ist, werden bestimmt alle begeistert sein. Vor allem steigen meine Chancen, ein Auslandssemester zu bekommen. Sie? Ja, die Studentin, warum? Hast du gewusst, dass sie dir eine Frau schicken? Nein, natürlich nicht. Man konnte so Wunscheigenschaften ankreuzen und ich habe definitiv einen männlichen Nichtraucher bestellt. Wirklich? Ja, klar. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und da muss man nehmen, was kommt. Hauptsache, sie ist nett und hat keine Schweißfüße. Ja, dann macht es dir bestimmt nichts aus, ihr wieder abzusagen. Was? Also, tschüss ihr beiden. Bis später, tschüss. So, dann wollen wir mal klar Schiff machen, hm? Was ist? Soll ich das alles alleine machen, oder was? Leonard? Sag mal, kann es sein, dass Cecile was gegen mich hat? Wie kommst du denn jetzt darauf? Sie behandelt mich sehr abweisend. Besonders seit ich hier wohne. Ach, Unsinn. Sie leidet wahrscheinlich genauso unter der Scheidung wie Vater. Naja, und da ist man eben schon mal etwas kurz angebunden. Mag sein. Vielleicht hast du ja recht. Und da ist gar nichts. Danke nochmal, dass du mitkommst. Das ist ja wohl das Mindeste. Wie war Lars denn heute Morgen drauf? Er ist da auch zuversichtlich. Dein Vater kommt bestimmt frei, hm? Bringen Sie mir bitte ein stilles Wasser zum Essen. Ihr kommt doch auch zur Urteilsverkündung.
Bitte. Ich möchte zu gerne eure Gesichter sehen, wenn Daddy freigesprochen wird. Ja, wenn Daddy freigesprochen wird. Sei dir da mal nicht so sicher. Hast du Angst, die Polizei könnte ihr Augenmerk nun auf andere Bewohner von Königsbrunn richten? Ich bin ihre Anspielungen wirklich leid. Aber so wie ich dich kenne, hast du dafür gesorgt, dass andere in der Schusslinie stehen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ich habe langsam genug von ihren unbewiesenen Anschuldigungen. Ansgar, wie kannst du es eigentlich zulassen, dass deine Schwester mich ständig beleidigt? Ansgar, wenn du nicht zu mir stehst, dann bleibe ich keine Sekunde länger mit euch allen unter einem Dach. Hallo, Cecile. Hi. Ich muss mit dir reden. Es geht nicht, dass du deine Wut auf mich an Silke auslässt. Was erwartest du, wenn ihr mir ständig vor der Nase rumtanzt? Soll ich freundlich lächeln? Ich bin gern mit Silke zusammen. Aber solange wir hier alle ein- und ausgehen, kommt auch niemand von uns wirklich zur Ruhe. Und was ist deiner Meinung nach die Lösung für dieses Problem? Kannst du dir nicht irgendwo anders eine Wohnung suchen? Oh, du packst ja tatsächlich. Wie du siehst. Du hast ja eben alle mit deinem kleinen Auftritt ziemlich überrascht. Ach, ich habe lediglich dafür gesorgt, dass du deiner Familie meinen Auszug nicht erklären musst. Na, in dem Fall herzlichen Dank. Dafür erwarte ich eine Gegenleistung. Wie kommt es nur, dass mich das gar nicht überrascht? Du sorgst dafür, dass ich ins Penthouse ziehen kann. Ach, und warum sollte ich das tun? Weil du nicht als Mörder ins Gefängnis willst? Es ist ein leichtes für mich, dir die Polizei auf den Hals zu hetzen. Und mir fällt bestimmt ein bisschen mehr an, als nur in Schubladen zu wühlen. Damit wir uns richtig verstehen, Ansgar, ich habe dich durchschaut. Du willst mich verraten. Entzückend. Soll das eine Drohung werden? Bevor ich untergehe, bist du dran.